Mann mit Bart, Frau mit Bart, Mann mit Brüsten. Ich weiß nicht, was Sie sehen. Ich weiß nicht, wie Sie mich wahrnehmen. Sie denken, wer ich bin. Welche Geschichte Sie denken, in mir steckt. Welchen Weg ich gegangen bin. Die Frage nach dem eigenen Geschlecht hat mich ungefähr 3/4 meines Lebens bisher beschäftigt. Meine Pronomen sind sie und ihr. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Transfrau. Warum mir das wichtig ist, auch da werden wir zukommen. Den eigenen Körper anzunehmen, Stimmigkeit, was für viele von Geburt an vielleicht ganz einfach oder ohne Widerspruch ist, das war für mich wirklich eine Herausforderung. Bin mir sicher eine, die ich so gesehen habe, nicht geschafft habe. Das Ordnungssystem Geschlecht, das Ordnungssystem Geschlechtsausdruck zu durchbrechen, das hat mich wirklich 3/4 meines Lebens beschäftigt. Und dann auch noch in einer Institution, in die ich hineingezogen wurde, als ich 20 war, die typische Verkörperung von Männlichkeit ist. Ich bin nämlich auch noch Soldatin. Ich möchte Sie auf die Reise nehmen, meine Reise zu mir, wie ich mein Geschlecht, das Empfundene, endlich für mich entdeckt habe. Und gleichzeitig immer wieder bemerkt habe, dass neben dem Empfinden meines Körpers als Gefängnis zu Anfang drumherum die Gesellschaft ein viel größeres gebaut hat. Eins, aus dem auszubrechen, eigentlich noch viel schwerer ist. Eins, was mir immer wieder gesagt wird, so hast du zu sein. Diese Reise, auf die Sie mitnehmen, ist eine im Widerspruch zwischen Fremdbestimmtheit und Selbstbestimmtheit. Wie fing alles an? Keine Angst, ich mache dem Arzt vom 13.06.1974, als sie geboren wurde, meiner Mutter gesagt hat, da ist ihr Sohn, mache ich keinen Vorwurf. Ein Fokus hierauf, bei einer Größe wahrscheinlich von so. Feststellung, Geschlechtsorgan Penis, Junge. Damit war die Sache gegessen, Geburtsurkunde geritzt und auf den Weg ins Leben wurde ich geschickt. Ging vielleicht auch alles gut. Irgendwann war ich so 16 oder 17, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich weiß, an einem Tag stand ich im Schlafzimmer meiner Eltern vor dem Kleiderschrank meiner Mama und irgendwas in mir sagte mir, greif mal rein, nimm heraus, zieh an. Es fühlte sich gut an. Es war ein Moment der Befreiung und zugleich im Hinterkopf merkte ich, da klopfte was ganz anderes an. Etwas in mir, das sagte, und ich wusste nicht, wo es herkam, das, was du machst, ist gerade falsch. Das darfst du nicht, das sollst du nicht machen, das passt nicht. Ein Widerspruch tat sich auf. Und es war nicht bei der Einmaligkeit des Erlebten. Ich ging noch öfter an den Kleiderschrank. Und das Gefühl, das Gute, war immer stets da. Und zugleich gespiegelt mit der Scham von irgendwas Erlerntem, was ich noch nicht dekonstruieren konnte. Was in mir wühlte und sagte, nein, so darfst du nicht sein, so kannst du nicht sein. Ich glaube, in dem Moment habe ich angefangen zu lernen, zu verdrängen, zu unterdrücken. Zu versuchen, so zu sein, wie die Gesellschaft es erwartet hat von mir. Geh deinen Weg. Sei ein Junge, lerne. 1994 wurde ich zur Bundeswehr eingezogen. Ich weiß nicht, ob ich Erleichterung gefühlt habe in dem Moment, aber es war der Hort typisierter Männlichkeit. Testosterongesteuerter Alpha-Tierhaufen. Es gab auch fast keine Frauen. Die wenigen, die es dort gab, 1994, waren nicht sichtbar, wurden nicht gesehen. Ich verschwand in einer Welt,
von Verhaltensregeln kodifiziert, angefangen vom Haarschnitt, kurz geschoren, von Werten und vom Verständnis, vom Sein, vom Auftritt, durchsetzungsstark, laut, sichtbar, raumeinnehmend. Es gefiel mir vielleicht. Aber alle um mich herum waren so und dennoch, irgendwas fehlte, irgendwas war Versatz. Es hat nicht gepasst. Tagsüber war es Flucht. Die Gefühle, die ich aber aus dem Kleiderschrank mit meiner Mutter von 16 und 17 hatte, die waren immer noch da. Und sie passten noch immer nicht zusammen. Immer wieder versuchte ich auszubrechen. Und das Frausein in mir, was keimte, zu leben. Angst und Scham waren aber mein ständiger Begleiter. Da rauszubrechen war so schwierig. Alles um mich herum sagte, du bist ein Mann. So hast du zu sein. Anders geht es gar nicht. Das Gefühl in mir, was sagte, du bist anders, was immer lauter wurde über die Jahre und schrie, steh doch zu dir. Das war nicht so durchsetzungsstark und so kraftvoll, wie das sonst ein Sichtbares nach außen gezeigt wurde. Es fühlte sich noch verloren, aber es war ja auch nicht verwunderlich, denn alles um mich herum sagte, Trans, um Gottes Willen, das ist falsch. Das ist dein Geschlecht, bei der Geburt dir zugewiesen. Du kannst es lernen, so zu sein. Zwing dich doch einfach. Die Gesellschaft will dich so. Es gibt nur Mann und Frau und du bist ein Mann, lerne es endlich. Das habe ich mitgenommen. Mitgenommen, bis ich irgendwann für mich nicht mehr konnte. Das war noch eine lange Zeit. Ich glaube, ich war 40. 40. Mindestens 20 Jahre lang Gefühl, unterdrückt, verdrängt, nach hinten geschoben. Düstere Emotionen und Angst vor dem eigenen Ich. Dann kam der Punkt, wo ich für mich sagte, ich kann nicht mehr. Nicht, ich will nicht mehr so sein. Das Ordnungssystem Geschlecht war mir zwar bewusst in dieser Welt, die Binarität. Und ich wusste, ich hatte Angst davor auszubrechen. Aber ich konnte nicht mehr. Das Leid in mir war so stark, dass ich einfach keine Wahl hatte mehr. Es ging mir schlecht. Ich wollte raus. Und es gab nur diesen einen Weg. Das war kein mutiger Gang. Es war einfach nur Leid. Und ich sagte der Welt, ich bin eine Frau. Das können Sie sich vorstellen, in einer Welt wie dem Militär. Ich sehe es noch vor mir. Wenn ich vor meinen Kameraden stehe und gesagt habe, ich bin eine Frau, natürlich haben sie unterstützen wollen. Natürlich waren sie empathisch. Aber irgendwie konnte ich erkennen, in ihren Augen und dahinter, ja nee, ist klar, das sehen wir sofort. Du bist eine Frau. Natürlich. Aber wie stand ich denn da? Ich habe zwar gesagt, dass ich es bin, aber die Welt nach außen nahm mich immer noch wahr als Mann. Aber dafür gibt es ja die Transition. Der Weg von einem binären Geschlechtsmodell ins nächste. Ein Weg, den ich zunächst als Befreiung dachte. Ein Weg, der mir helfen sollte, das Innere, was ich fühle, nach außen zu kehren und aufrecht dann als Frau durchs Leben zu gehen. Und ich weiß, für den ersten Tag, ich stand da beim Psychologen und habe ihm gesagt, ich bin eine Frau. Und das nächste, was er sagte, das müssen Sie diesem Staat aber erstmal beweisen. Fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Ich hatte endlich den ganzen Mut gefasst, der Welt zu sagen, ich bin eine Frau. Und die Welt sagte mir, na, das wollen wir doch mal sehen. Da könnte ja jeder kommen. 2 Jahre, vielleicht waren es auch 3, langer Prozess. Gutachten.
sich nackt machen vor Menschen, die du nicht kennst und ihnen erzählen, wie du fühlst. Aber wie beantwortest du denn die Frage nach, wie fühlst du dich denn als Frau? Was fühlst du denn? Warum bist du denn so sicher, dass du eine bist? Aber ich habe doch nur mein Gefühl. Ich habe doch nichts anderes. Mein Bezugsrahmen ist doch nur mein inneres Selbst. Ich merkte die Unstimmigkeit zwischen meinem Körper und dem Selbstbild, was ich hatte. Das wollte ich ändern. Ich wollte aus diesem Körper nicht hinaus, aber ich wollte ihn stimmig machen, dass es zu meinem Gefühl passte. Aber wie soll ich das jemandem erklären? Verständige Gutachter, Prozess von einem Jahr, viel Selbstreflexion, ein langer Gang. Am Ende ein Amtsgericht und ein Richter. Und dann steht sie da, die staatlich geprüfte und zertifizierte Frau. Etwas, was, glaube ich, nur transidente Menschen erleben. Staatlicher Stempel, du bist Frau. Freiheit. Auch das Ordnungssystem in der Bundeswehr änderte sich. Endlich, Haare konnten lang sein oder länger vielmehr. Konnte die Schuhe anders tragen. Und eigentlich könnte auch dieser Vortrag jetzt damit beendet sein. Angekommen in dem dir gefühlten Geschlecht. Wenn da nicht nur wäre, dass ich erkannt habe, dass Geschlecht, dieses Konstrukt, mehr nur ist als das, dass mir diese Gesellschaft auch noch vorschreibt, wie ich zu sein habe als Frau. Nicht zu laut, vielleicht nicht so sichtbar, vielleicht ein bisschen mehr nach hinten, die zweite Reihe. Und auf einmal endete mir ein Spruch von einer guten Freundin, der ich sagte bei meinem Coming-out, ich bin Frau, und ihr lapidarer Kommentar war, willkommen zum sozialen Abstieg. Ich habe diesen Spruch nicht gleich verstanden. Es dauerte ein bisschen. Auch da wieder 2, 3 Jahre. Aber ich habe eins gemerkt, einmal seine Identität zu hinterfragen und versuchen, sich zu begreifen und einzubringen in einem Ordnungssystem. Der Prozess, der hört nicht auf. Vielleicht sind wir als transidente Menschen privilegiert. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, ist auch egal. Aber ich merkte auf einmal, dass auch in diesem Moment ich Frau, ich Transfrau, ich selbstbestimmt schon wieder vor Erwartungen und Regeln stand, vor Normen und kodifizierten Verhaltensweisen, die mir sagten, so darfst du aber nicht sein. Aber ich wurde auch sozialisiert in einer Gesellschaft, die mir gesagt hat, sei laut, nimm Raum ein, sei breitbeinig, nimm dir, was du brauchst. Jetzt bist du Frau, aber jetzt nicht mehr. Da gibt es andere Regeln. Schon wieder Regeln. Schon wieder Fremdbestimmung. Und nicht nur im Alltäglichen, auch im Privaten vielleicht, wird dir gesagt, so darfst du nicht sein. Deine Sexualität? Nein, die ist jetzt anders. Auch da musst du dich zurücknehmen. Du darfst nicht wild sein. Du darfst nicht darüber berichten und erzählen, wie andere auch, wie du sonst 20 Jahre zuvor gemacht hast. Als Frau hast du dich unterzuordnen. Als Frau hast du leise und still zu sein. Als Frau sind deine Bedürfnisse nicht ganz so wichtig. Auch das sind Sachen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, die ich aber nicht bereit bin zu akzeptieren, die ich nicht bereit bin zu leben, weil ich habe nicht mein Leben damit verbracht, rauszukommen, zu mir selbst zu finden, um mich dann durch ein neues Ordnungssystem wieder einhegen zu lassen. Und mir von der Gesellschaft zu sagen, so musst du sein, weil so wollen wir dich. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich will mich zeigen, ich will sichtbar sein. Ich will nicht gesehen werden. Ich will nicht passiv sein. Wenn ich einen Bart trage als Frau und die Welt damit nicht klarkommt, dann ist wohl die Welt falsch. Mit Sicherheit nicht ich als Mensch. Denn wie ich mein Geschlecht auslebe, das habe nur ich zu bestimmen. Kein anderer auf dieser Welt. Und wenn die Welt dafür noch nicht bereit ist,
dann verzichte ich auf den langsamen Prozess der Evolution. Dann heißt es einfach Revolution. Dann heißt es laut sein und allen zu zeigen, Geschlecht ist mehr als nur Mann und Frau. Und alles, was er darüber konstruiert hat, dient nur der Unterdrückung und dient nur dazu, uns einzuhegen. Aber wir sind selbstbestimmt und frei. Und ob Penis oder Vagina, ob Mann oder Frau, bestimmt nicht in dieser Welt, wer und wie wir sind. Danke.